So, und damit willkommen zum Kaigas Assault. Oh, da ist Second. Wieso sind die schon... Wait, what? Wieso ist das andere Team schon hier? What? Ist das nicht unfair? Ja, wir sind jetzt in diesem Vorbereitungsarea. Ich habe wahrscheinlich vorher noch ein bisschen Aufnahmen von von dem Generellen, wie es abläuft. Also wie viele Leute davor standen und so und wie hart es geleckt hat. Jetzt leckt es zum Glück nicht mehr ganz so krass. Allerdings, sind wir jetzt ja auch nur die Hälfte der Spieler. Also jetzt gleich treffen wir alle aufeinander und nutzen dann auch Fähigkeiten. Ich habe jetzt natürlich Effekte ausgestellt, keine Frage. Mal gucken, wie sehr es laggen wird. Mal gucken, wie es so ungefähr laufen wird. Es sind sehr viele Doppelaccounts drin, habe ich schon gesehen. Also so ziemlich jeder hat eigentlich seine M dabei und so, wie immer halt. Es gibt keine Anmeldegebühr. Ich denke, das wird sich auf Dauer wahrscheinlich noch ändern. Wegen den Doppelaccounts. Wenn nicht, gut, ist eigentlich auch egal, weil wenn die beiden Teams Doppelaccounts drin sind, dann juckt das ja eigentlich keinen. Time until Kaigas appears, 5 Minuten. Wo ist jetzt das andere Team hin? Check nicht, warum die anderen schon hier waren irgendwie. Ist das nicht irgendwie ein bisschen unfair? Also jetzt kann man schon kämpfen, oder was? Okay, damn. Damn. Okay, ich habe jemanden Poison Cloud reingedrückt. Ich habe schon so lange kein PvP mehr gespielt. Sollte mich auf jeden Fall von der linken Seite da zurückziehen. Moment mal, ach cool. Oh mein Gott, Blinkpool hat hier einen riesenlangen Cooldown. Oh mein Gott, die Skills haben ja andere... Oh mein Gott, die Skills haben ja ganz andere Cooldowns. Oh, was ist jetzt los? Ach, das muss man selber auswählen, dass man resurrected wird. Hold up a second, sind die alle AFK? Okay, ich glaube, das halbe White-Team ist AFK. Wir haben sogar mehr Kills tatsächlich. Hier oben sieht man es, sehe ich gerade. Okay, das kann man auch verschieben. Ich wollte schon sagen, das ist mitten im Bildschirm. Okay, ja, stimmt. Ich muss mich auch rebuffen dann. Moment. Damn. Habe ich jetzt auch ganz vergessen. Ich habe sogar meinen eigenen M dabei, der kann mich auch rebuffen. Ich schätze mal, das ist eine Safe Zone, da wo wir drin stehen. I hope it's a Safe Zone. Okay, ja, das mit den Cooldowns ist natürlich insane. Daran bin ich gar nicht gewöhnt, dass ich jetzt Blinkpool 15 Sekunden Cooldown habe. Das ist ja geistesgestört schlecht auch einfach. Also das ist halt echt ätzend. Das habe ich ganz vergessen, dass PvP ja tatsächlich andere Regeln hat, sozusagen. Okay. Also jetzt habe ich Blinkpool ready. Oh, tot. Damn. Okay, ein paar Mal getroffen, aber niemanden gekillt. Da mal einen Stun reinknallen wäre doch was, oder? Oh, ich glaube, ich habe gerade jemanden gekillt, aber ich bin mir nicht sicher. Eieiei. Ne, mein Stun ist sogar noch ready. Ich habe nicht gestunt. Jetzt habe ich gestunt. Jetzt habe ich 2 Leute gestunt, okay? Es ist echt hard to see anything. Jetzt wurde ich geslowed. Das Problem ist halt, es sind so viele Charakter, du weißt halt nicht, wo du hingucken sollst. Plötzlich steht einfach ein roter Name neben dir. Das ist tatsächlich relativ verwirrend, tatsächlich. Bin mal gespannt am Ende, wie viele Kills ich habe, falls ich überhaupt welche habe. Also einen habe ich jetzt auf jeden Fall, glaube ich, aber not sure. Aber es ist auf jeden Fall schon ein paar Leute gestunt. Oh mein Gott, ich will immer Blinkpool machen und das geht nicht. Also das ist echt, Junge, das ist so verwirrend, wenn du PvE immer spielst. Du kannst ja die ganze Zeit Blinkpool machen. Und jetzt probierst du die ganze Zeit zu Blinkpool und nichts funktioniert. Das ist so ätzend. Damn. Wie viel hat das Cooldown? 15 Sekunden. Das fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit, ey. 5-mal so langer Cooldown wie im... Ich meine, klar, es macht schon Sinn. Ich meine, Blinkpool ist übelst OP. Aber es ist halt so verwirrend. Noch nie mit einem Elementor in Flive Universe PvP gespielt. Hier läuft immer so ein Ringmaster volle Kanne rein. Ich weiß nicht, ob der trollt. Was denkt der, was passiert, wenn er da reinläuft? Okay. Ich glaube, unser Team stirbt gerade ein bisschen weg. Wir sind immer weniger Weiße, glaube ich. Ich will einen guten Stun landen. Okay. Ich habe meinen Stun tatsächlich nicht gemacht, leider.
Oh, Triple Stun. Das war ein Triple Stun. Okay, das war meiner. Triple Stun. Ja, jetzt sind die Gegner ein bisschen in der Überzahl hier. Okay. Boah, ey, manche Leute haben echt so viel Leben, habe ich das Gefühl. Oh ja, jetzt sind wir definitiv in der Unterzahl. Rückzug, Rückzug! So nur 5 Leute oder so vom weißen Team. Achso, Kaiga spawnt jetzt gleich, deswegen. Damn. Ich glaube, ich wurde weggehoppt. Ja, Kaiga spawnt jetzt gleich, deswegen sind immer weniger Leute hier. Die sammeln sich da schon um Kaigas, was aber, finde ich, irgendwie wenig Sinn ergibt. Man sollte wahrscheinlich so viele Kills wie möglich machen. Ich muss jetzt gerade kurz meinen eigenen Ringmaster suchen. Da steht er, damit ich mich rebuffen kann. Das macht auf jeden Fall Sinn. Okay. Kaigas spawnt jetzt. Also ich werde halt wahrscheinlich nicht auf Kaigas gehen, weil ich bin der Elementor. Das macht keinen Sinn. Ich denke, es macht mehr Sinn, wenn ich weiter kämpfe. Okay, nice. Golly. Ja, das ist jetzt... Alter, das ist... Oh mein Gott, und Boss-Skills kommen ja auch noch. Also in der Mitte kannst du gar nicht richtig fighten. Da kommen ja auch noch die Boss-Skills. Und natürlich sind die halb unterm Boden versteckt. Das ist natürlich mal wieder genial. Man hat gerade nur so einen Winkel davon gesehen. Okay. Mist. Shit. Also unser Killcount ist 80 höher oder so. Mann, ich wurde wieder weggehoppt, ey. Dreckshopp. Also Dark Illo ist halt aber auch extrem unfair, muss man sagen, oder? Also GT. Ich probiere jetzt mal eine Party zu machen. Das habe ich nämlich vorhin gar nicht probiert, aber ich bin mit... Ja, es geht nicht, okay. Weil irgendjemand hat gerade GT geschrieben. Das hat mich gerade irritiert, weil es geht ja gar nicht, logischerweise. Habe mich schon gewundert, warum der GT schreibt. Ja, ich habe jetzt natürlich keine Silber- und keine Gold-Coins. Oh, die Gegner haben viel mehr PvE-Damage irgendwie. Okay, da muss man mal einen Stun reinknallen, glaube ich. Also wenn ein Team über 80% hat, gewinnen sie automatisch, by the way. Also wenn ein Team über 80% kommt, haben sie automatisch gewonnen. Oh, damn. No! Oh mein Gott, mich verfolgt ein Schuss. Kann ich weglaufen? Er ist gestorben, nice. Ja, wir machen halt 0 PvE-Damage irgendwie. Das ist ein bisschen ein Problemchen. Oh Gott. Ach, die sind alle tot? Oh mein Gott! Junge, da liegen 10 Leichen. What the fuck? Ey, ich konnte niemanden anklicken, weil die alle schon längst tot waren. Was für ein Troll. Aber ja, das mit dem PvE-Damage ist actually ein Problem. Wir sind schon über 10% behind. Das ist nicht gut. Fragt sich dann so ein bisschen, was dann unsere 100 Kills gebracht haben. Wen zum Teufel haben wir dann gekillt? Wir haben 100 Kills mehr, das heißt, die meisten von denen dürften ziemlich lange Respawns haben. Also ich habe jetzt gleich 4 Tote oder so und habe jetzt, 20 Sekunden gewartet. Oder so ähnlich. Okay, das sind keine Gegner. Eigentlich müssten die ja schon heftigen Nachteil dadurch haben. Es nervt halt, dass die ganzen Leichen hier rumliegen und du es nur echt schwer erkennst, ob die tatsächlich noch am Leben sind oder nicht. Jetzt sind auf jeden Fall gerade keine Gegner am Kaigas. Damn. Got him. Got him. Wie? Alle meine Skills sind auf Cooldown, das ist ja ultra nervig. Jo, was geht denn da ab? Der war ein bisschen übermütig, der Boy. Was ich mich auch frage ein bisschen, ist, ob man, wenn man Kaigas hittet, ob dann auch die Gegner, die in der Nähe stehen, auch den Hit abbekommen. Oh mein Gott, das war richtig dämlich. God damn, okay. 15 Sekunden habe ich tatsächlich erst. Wir haben über 100 Kills mehr. Ich check nicht, warum das gefühlt keine wirkliche Auswirkung hatte. Aber wahrscheinlich haben wir dann auch einfach weniger Blades. Golly, man.
Ach, die Artefakte gibt es ja auch noch. Die Gegner haben 3 Artefakte. Stimmt, die habe ich ganz vergessen, diese Artefakte. Darauf habe ich auch gar nicht geachtet. Damn. Das ist viel zu viel. Es passiert einfach viel zu viel auf einmal. Artefakte, Kaigas, Gegner killen. Kannst dich halt echt nur auf ein was konzentrieren. Der hat mich vorhin auch weggehoppt. Damn. Oh. Teammate angeklickt erstmal. Oh no. No way. Zu viele Gegner. Aber ich verstehe nicht, warum... Achso, ja gut, okay, die haben jetzt so lange Cooldowns. No, Moment. So, jetzt merke ich selber erst, warum die so lange da rumliegen. Aber sie hätte nicht respawnen können. Damn. Aber wir haben immer noch über 100... Also unser der Kill-Defizit wird immer besser für uns. Gefühlt. Deswegen verwundert es mich, dass wir jetzt wieder hinten liegen. Ich glaube, wir haben einfach zu wenig PvE-Damage. Aber wenn wir die Gegner permanent davon abhalten, Damage zu machen, müssten wir eigentlich zwangsläufig aufholen. Das Problem ist, ich könnte zwar mit 2 Chars theoretisch spielen, aber das wird nicht funktionieren. Da stellst du einen Child und er ist instant tot, das macht ja keinen Sinn. Da würde ich nur Kills feeden. Damn. Nice. Man muss halt aufpassen, weil so direkt auf die Gegner zuläuft, da sind 10 Gegner, das ist halt natürlich schwierig. Leute, was hat mich jetzt gekillt? Oh mein Gott, hat mich Kaigas gekillt? Alter, da war kein einziger gegnerischer Spieler, oder? Was zur Hölle hat mich getötet? Oh Gott, ey. Aber wir sind heftig am Verlieren. Aber das ergibt halt irgendwie... Ich weiß nicht, ob das wirklich... Irgendwie fühlt sich das gerade fast ein bisschen unfair an. Weil was bringen dann diese ganzen Kills? Ich meine, 120 Kills mehr, was zur Hölle bringt das? Also, ist ja insane. Kacke. Irgendwie. Fühlt sich irgendwie unfair an. Die erreichen halt, wenn es so weitergeht, erreichen die halt noch 80%, ey, dann ist halt Feierabend, dann haben sie automatisch gewonnen. Ganz zu schweigen davon, dass man das wahrscheinlich kaum noch aufholen kann, was die jetzt schon einen Vorteil haben. Das ist crazy. Ah, Mist, keine Chance. Ja, ich meine, Power-Ups ist natürlich noch so eine Sache, ne? Habe ich jetzt natürlich auch keine benutzt. Das war es mir ehrlich gesagt nicht wert. Das war es mir nicht wert. Oh mein Gott. Oh. No! Also ohne Spaß, da war kein Gegner, oder? Ich wurde gestunt. Na gut, vielleicht hier. I don't know, man. Aber wir haben gleich verloren. Ja, die ziehen einfach PvE-Damage durch. Die hauen einfach die ganze Zeit drauf und bei uns haut niemand drauf, beziehungsweise die drauf haben, sind permanent tot. Damn. Also noch 7%, dann haben sie automatisch gewonnen. Und das, obwohl wir 113 Kills mehr haben. Damn. Ich kann den Skill nicht verwenden. Aus irgendeinem Grund, okay. Puh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Keine Ahnung. Oh, keine Chance. Du läufst hin und wirst instant gekillt. Na. Wen auch immer wir töten, es scheint nichts zu bringen. Anscheinend töten wir die falschen Leute. Ja. Das ist wirklich gestört. Also entweder ist das wirklich so, dass die Gegner viel mehr... Ich meine, bei uns stehen schon extrem viele AFK rum, keine Frage. Aber es muss aber bei den Gegnern eigentlich genauso sein. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt die ganzen AFK-Leute haben und die Gegner nicht. Das würde irgendwie keinen Sinn ergeben. Rein theoretisch könnte natürlich noch absichtliche Sabotage ein Grund sein. Rein theoretisch. Also dass quasi Leute absichtlich im weißen Team nicht spielen, damit das schwarze Team gewinnt sozusagen. Das wäre natürlich auch noch so eine Sache. Rein theoretisch. Will ich natürlich niemandem unterstellen. 120 Kills mehr haben wir.
crazy. Oh. Falschen Charakter angeklickt. Jetzt haben wir gerade einige Leute gekillt. Und dafür stirbt er. Okay, aber wir haben verloren, noch 0,04, dann haben wir verloren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir hätten gerade beinahe verloren. So, wieder ein bisschen was gut gemacht. Das ist halt crazy. Ich meine, ganz ehrlich, bei 120 Kills, die müssen halt Spieler haben. Also ich schätze mal, dass die wirklich Leute haben, die einfach mit 2 Accounts aktiv playen. Wenn du lange genug tot bist, dann ist das ja so theoretisch, dass man das machen kann. Ich habe auch schon überlegt mit meinem Knight, aber weil der zumindest nicht einfach so weggehoppt werden kann. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann glaube ich, gehe ich mit meinem Knight hin, falls er noch nicht vorbei ist. Weil ich habe jetzt ja schon einen sehr langen Cooldown, bis ich wieder lebe. Respawn-Timer meine ich. Und mein Knight ist halt zumindest so stark, dass er nicht einfach so mit einem Schlag stirbt. Das heißt, der will jetzt auf jeden Fall nicht einfach nur rumstehen und sterben. Aber wie gesagt, das... Ja, schwierig. 128 Kills mehr. Ich meine, wir haben jetzt wieder 2% gut gemacht, lustigerweise. Wahrscheinlich, weil die Gegner wirklich die ganze Zeit einfach nur tot sind. 1 Minute ist ja das Maximum. Ah gut, wobei man natürlich noch dazu sagen muss, es gibt ja noch die Coins, die habe ich jetzt die ganze Zeit ganz vergessen, ne? Ich habe selber noch gesagt, ich benutze keine Coins. Aber klar. Theoretisch die Coins. Kannst du einfach Pay to Win respawnen. Die Frage ist halt, wie viel Damage macht Kaigas actually? Kann ja eigentlich auch gar nicht so viel sein. Jetzt schon wieder. Aber ich glaube, Kaigas tötet. Ich bin mir nicht sicher. Egal, ich gehe jetzt mit meinem Knight hin. Das werde ich euch wahrscheinlich nicht zeigen, weil ich werde dann einfach nur auf Auto-Attack da reinstellen und hoffen, dass er ein bisschen Damage macht. Ja. Crazy. Okay. Mein Knight kämpft irgendwo. Ich sehe ihn komischerweise nicht. Okay. Let's go. 22%. Wir sind echt am Rande des Verlierens die ganze Zeit. Also rein theoretisch müssten wir jetzt alle killen und dann halt die ganze Zeit nur noch Damage machen, aber das wird wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass man das noch aufholen kann, ehrlich gesagt. Vor allem hören die jetzt gerade schon wieder auf im Damage. Ich muss echt aufhören, in die Mitte zu laufen, weil entweder tötet mich Kaigas oder man sieht halt einfach nur nicht, wer ihn killt. Du kannst halt da nicht reingehen und die einfach killen, das ist ja das Problem. Oh ja, jetzt, wenn sie 1 Minute über 80% sind, dann verliert man, glaube ich. Ja. Irgendwie so. Ja, keine Chance. Das kann man nicht mehr aufholen. Damn. Ja, das fühlt sich irgendwie, ich weiß auch nicht, das fühlt sich irgendwie ungerecht an, ne? Irgendwie fühlt sich das nicht fair an. Crazy. Vor allem, wie krass einfach. Die ganze Zeit bei knapp 20% und jetzt sind sie plötzlich bei 24%. Also jetzt sind wir schon, also jetzt kannst du es legit nicht mehr aufholen. In 20 Sekunden müsstest du jetzt über 4% zurückholen. Das ist halt crazy. Also es muss eine extrem ungleiche Teamaufteilung sein. Anders kann es ja, also es kann ja gar nicht sein. Aber das wundert mich jetzt wirklich, dass es so unausgeglichen ist. Das Gegnerteam muss irgendwie entweder mehr Pay to Win, also mehr Instant Respawns, dass die einfach auf die Respawn-Dinger kacken. I don't know, man. My Ranking 67 bei Kaigas, Artefakt 0. Oh mein Gott, ich bin bei Killing 10. Oha, ich habe 23 Kills gemacht. Ja, das verstehe ich aber irgendwie nicht. Also, Moment mal, es haben nur 53 Leute überhaupt jemanden gekillt. Was zum Teufel? Das kann doch niemals stimmen. Nur 86 Leute haben Kaigas angegriffen. Damn. 50 Millionen Damage. Black, 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 black. Ja. Crazy. Irgendwie war das wack. Irgendwie war das wack. 5 Kaigas-Chips bekommen. Ey, let's go. Irgendwie war das wack. Tja. Was willst du machen? Abschließendes Fazit. Also ich habe mir das Ganze jetzt noch mal ein bisschen angeguckt. Und
Ist schwer zu sagen. Also, ich finde halt, der Zeitaufwand ist ein bisschen stark. Noch dazu die Tatsache mit den Coins, muss ich zugeben, das gefällt mir halt auch jetzt nicht so sehr. Ich habe schon das Gefühl, dass die Coins eine große Rolle gespielt haben bei unserem Kai'Gast Assault. Also wir können uns gleich noch das Ranking von dem anderen angucken. Ich denke halt, es war jetzt nicht wahrscheinlich das Ausschlaggebende, das will ich jetzt nicht sagen. Also ich will jetzt nicht sagen, wenn es die Coins nicht gäbe, hätten wir gewonnen oder so. Das würde jetzt wahrscheinlich nicht so viel Sinn ergeben, weil wir haben so haushoch verloren und bei uns haben bestimmt auch Leute gecoint, um instant zu respawnen. Also das wäre jetzt ein bisschen unfair, das wäre jetzt ein schlechter Verlierer, wenn man das sagen würde. Aber ich denke, die Coin ist grundsätzlich keine so gute Idee, weil das ist schon, das ist schon ein extremer Unterschied. Man muss jetzt bedenken, ich habe es tatsächlich auf Platz 10 geschafft, ohne Power-Ups und ohne zu coinen. Das heißt, man musste sich jetzt rein theoretisch überlegen, okay, ein paar Power-Ups, ganz ehrlich, hätten jetzt wahrscheinlich keinen großartigen Unterschied gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Also ich glaube jetzt nicht, dass einige Power-Ups, die hätten mich nicht vor den Hops beschützt wahrscheinlich. Also vielleicht hätte ich mal einen Hop überlebt, aber höchstwahrscheinlich nicht. Ziemlich sicher nicht. Und ob ich jetzt wirklich sehr viel mehr Leute gekillt hätte, vielleicht 5 bis 10, keine Ahnung. Aber instant zu respawnen, ganz ehrlich, das macht schon einen krassen Unterschied. Also ich habe bestimmt, man kann es jetzt so ausrechnen, aber am Ende war ich ja zweimal, glaube ich, mit einem 30-Sekunden-Cooldown tot und habe bestimmt mehrere Minuten tot verbracht. Und wenn jetzt zum Beispiel ein anderer Spieler immer instant coint und immer instant respawnt, ich meine, das sind 3 Minuten, wo er länger kämpfen kann. Klar, könnte er in diesen 3 Minuten jedes Mal auch instant sterben und effektiv hätte es dann keinen Unterschied gemacht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon ziemlich gering, dass er in diesen 3 Minuten nichts halbwegs Sinnvolles für sein Team Positives vollbracht hätte. Also ich muss sagen, von der Coin bin ich absolut kein Fan. Power-Ups sage ich jetzt mal, okay, scheißegal, Power-Ups kann man halt benutzen. Ich meine, gut, muss jeder selber wissen, ob es ihm das wert ist oder nicht. Aber die Coin finde ich, oder denke ich, ist keine so gute Idee, weil das schon arg Auswirkungen auf das gesamte Geschehen hat. Also viel mehr als Power-Ups in meinen Augen. Und das kann ich jetzt halt deswegen sagen, weil ich halt auch ohne Power-Ups, wie gesagt, ein relativ gutes Ranking hatte und relativ gut abgeschnitten habe. Und ja, das zweite ist halt der Zeitaufwand für den ganzen Modus. Also man hat jetzt gesehen, man muss 10 Minuten vorher hingehen, dann hat man 5 Minuten aus irgendeinem Grund Vorbereitungszeit, dann werden die Teams eingeteilt und man hat nochmal 5 Minuten Vorbereitungszeit. Keine Ahnung wieso, das ergibt für mich ehrlich gesagt nicht wirklich Sinn, aber gut, okay, ist halt so. Also da hast du auf jeden Fall schon mal einen fetten Zeitaufwand. Gut, die ganze Zeit, wo das Vorbereitungszeug läuft, du musst einfach nur reingehen und dann kannst du theoretisch AFK gehen. Aber gut, wenn du disconnecten würdest, wäre es auch gefährlich. Also kannst du eigentlich nicht wirklich AFK gehen. Dann der Kampf selber dauert bis zu 20 Minuten. 5 Minuten ohne Kai'Gast, dann spawnt Kai'Gast, dann 15 Minuten. Also schon ein ganz schöner Zeitaufwand. Im Endeffekt eine halbe Stunde, die du in diesem Modus verbringst. Also so ähnlich wie Guild War, glaube ich, müsste das sein. Und wenn du verlierst, egal wie gut du gespielt hast, abgesehen von der Top 3 in jeder Kategorie bekommt eine Bonusbelohnung. Aber wenn du jetzt überall Vierter wärst, theoretisch in allen 4 Dingern, beziehungsweise was auch immer für ein Rang, also einfach nur persönlich würdest du sagen, gut performt, aber du bist nicht in den Top 3 und bist im Verliererteam, also zum Beispiel hier 33 Millionen Damage und der dritte hat 35 Millionen Damage, dann kriegst du, wenn der jetzt auch im Verliererteam wäre, dann kriegst du auch nur die 5 Chips. Egal wie viele Power-Ups du benutzt hast, egal wie oft du gecoint hast, egal etc. etc. Also da muss man auch wieder sagen, ist das wirklich gut, das ist wirklich die Top 3. Muss ich das mal reinziehen hier. 86 Leute sind in diesem Ranking. 86 Leute. Und das war jetzt der kleine Kai'Gast Assault. Also wir waren jetzt ja in der kleinen Version. In der größeren Version gibt es ja, können wir uns gleich auch noch anschauen, das Ranking, gibt es ja noch viel mehr Konkurrenz quasi. Gut, da waren natürlich auch noch mehr Leute AFK wahrscheinlich. Aber ja, ich denke mal, der Modus ist auf jeden Fall noch nicht so hundertprozentig ausgereift. Also ich denke da, meiner persönlichen Meinung nach, sollte man da schon noch ein paar Anpassungen eventuell machen. Wie gesagt, mein größtes Problem sind, glaube ich, die Coins. Wobei, am Ende sagt jeder, er hat nicht gecoint. Am Ende sagt jeder, ja, ich habe keine Coins benutzt und so. Weiß man dann natürlich auch wieder nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber ich denke schon, dass das einen massiven Einfluss nehmen kann. Selbst wenn keiner gecoint hat, ganz ehrlich, dann halt beim nächsten Mal könnte das einen riesigen Unterschied machen. Und das ist jetzt der größere Kai'Gast Assault. Also hier sieht man es, hier sind trotzdem komischerweise nur 96 Leute im Ranking. Das wundert mich ein bisschen. Weil hier müssten es ja theoretisch 200 Teilnehmer gewesen sein. Beim Artefakt sind es sogar nur 36 und bei den Kills sind es 60. Genau, bei uns waren es, glaube ich, 56 bei den Kills. Können wir gleich nochmal gucken. Was hatten wir hier? 53, genau. Oder es wurde tatsächlich gleichmäßig aufgeteilt, oder? Das könnte natürlich auch sein.
340, oh, das würde ja doch 170 theoretisch. Ja, oder es wurde gleichmäßig aufgeteilt. Ich dachte jetzt, es hätte einen größeren gegeben und einen kleineren, weil wie gesagt das Ranking auch ein bisschen größer ist. Schwer zu sagen tatsächlich. Ja gut, das könnte tatsächlich auch sein. Ja gut, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das rausfindet, ehrlich gesagt, weil das wird jetzt keiner nachgerechnet haben, wie viele Leute da waren. Na gut, ist ja egal. Letztendlich ist es ja Wurst am Ende des Tages. Es gibt auf jeden Fall diesen neuen Spielmodus. Man muss sich selber überlegen, Power-Ups ja, nein, Coinen ja, nein. Wie viel Geld will ich wirklich letztendlich investieren? Ich denke halt, es ist wirklich mehr ein Just-for-Fun-Modus, außer man ist sich halt sicher, wenn ich Power-Ups, wenn ich Coins benutze, dann schaffe ich es in die Top 3 und dann bekomme ich halt, wo sieht man das nochmal, die Belohnungen, dann bekomme ich halt diese extra Coins. Hier zum Beispiel der erste bekommt 30. 30 bedeutet eine Smelting Box und noch 10 Coins extra, wenn man jetzt auch die Smelting Box aus wäre. Der zweite würde direkt die Smelting Box zusätzlich bekommen. Wenn er gewinnt, dann nochmal, also dann hat er 35. Und der dritte bekommt auch nochmal 15 extra. Das heißt, selbst wenn er verliert, würde er trotzdem mindestens eine Smelting Box bekommen. Also klar, aber ganz ehrlich, wenn du die ganzen Power-Up-Kosten mit einrechnest, wenn du jetzt wirklich viele Power-Ups aktivierst, also ich meine allein HP-Power-Ups, Damage-Power-Ups und so, was es das gibt, da bekommst du auf Kosten, die weit über dem Wert einer Smelting Box zum Beispiel liegen. Und dann noch Coins eventuell obendrauf. Also da muss man sich dann schon die Frage stellen, ob sich das wirklich lohnt. Also da bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob da die meisten Leute wirklich bereit für wären. Deswegen denke ich mal, ist das wirklich ein Just-for-Fun-Modus. Was ich aber wirklich sagen muss, es hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht als Guild War. Dadurch, dass es auch nicht so ein komplettes Tohuwabohu war. Ich finde, bei Guild War ist halt immer schwierig, weil Guild War ist ja im Endeffekt free for all. Also klar, du hast deine Gilde, aber wenn du extrem viele Gegnergilden hast, dann fühlt sich das mehr wie ein free for all an. Du kannst von jeder Richtung immer gekillt werden. Am Anfang fand ich es ganz cool, wo Kaigas noch nicht gespawnt war, wo beide Fronten so aufeinander getroffen sind und man hat sich immer wieder ein bisschen zurückgezogen, immer in der Sicherheit des eigenen Teams sich aufgehalten und probiert nicht zu weit vorne zu stehen, dass sich ja die Gegner dann einfach wegholen können, weil du keinen Support hast von deinem Team und so. Also ich muss schon sagen, das fand ich tatsächlich deutlich besser als die bisherigen PvP-Modi. Hat actually Spaß gemacht, muss ich sagen. Einzige, was halt weniger Spaß gemacht hat, ist, dass wir die ganze Zeit so weit hinten waren, was Kaigas eigentlich. Also sobald Kaigas gespawnt ist, muss ich sagen, hat der Spaß etwas nachgelassen, weil halt plötzlich dieses heftige Defizit die ganze Zeit über deinem Kopf geschwebt ist und du dachtest, okay, wir haben eh schon verloren. Also spätestens, dass es die 20% gehittet hatte, muss man sagen, hat sich wie eine Niederlage angefühlt. Aber alles in allem, ich will jetzt nicht noch länger reden, das Video ist eh schon lang genug, war es cool, muss ich sagen. Ich denke, wenn man hier und da vielleicht noch ein paar Anpassungen vornimmt, PvP-Spieler haben da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Einfluss drauf, beziehungsweise Know-how, weil ich jetzt wirklich wenig... Also ich muss mir noch mal angucken, wie ich ein paar Mal gestorben bin. Gefühlt wurde ich ein paar Mal von nichts getötet oder von Kaigas. Das muss ich mir noch mal angucken. Das war ein bisschen weird. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ganz coole Sache. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also wer mal PvP ausprobieren will, aber jetzt nicht direkt Guild War machen will, für den ist das, glaube ich, der bessere Modus. Und man bekommt auch relativ einfach Belohnungen. Ich meine, du musst nur 4-mal teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Und dann bekommst du auf jeden Fall eine Smelting Scroll Box. Das ist auch für Leute, die mehr Free-to-Play sind. Kann man trotzdem dort mitmachen und Spaß haben. Und ja, für harte Schwitzer, denke ich mal, lohnt sich irgendwie auch. Also macht auf jeden Fall auch Spaß wahrscheinlich. Und ja, alles in allem relativ positiv, würde ich sagen. Nicht perfekt, aber positiv. Danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und schreibt mir auf jeden Fall auch in die Kommentare, was ihr von dem neuen Kaigas Assault Modus haltet. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao. Du hast keine Zeit oder Lust zum Einkaufen, willst aber trotzdem leckere, abwechslungsreiche und gesunde Gerichte zu dir nehmen? Dann probier jetzt HelloFresh aus. Wir haben gerade eine riesige Rabattaktion laufen. Das Ganze funktioniert extrem simpel. Klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung hellofresh.de/hellospielestyler. Damit sichert ihr euch den Rabatt und den Gratis-Snack pro Box. Und zwar ist das günstigste Angebot bereits bei 2 Personen mit 2 Gerichten pro Woche für nur 17,99 € mit kostenlosem Versand. Vielen Dank an HelloFresh für das Sponsoren des Videos und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr HelloFresh über meinen Link ausprobiert.